Hallo Freunde, mein Name ist Michelle und ihr seid auf meinem Kanal, wo ich meine Handelsstrategien für binäre Optionen teile. Dies ist mein 4. Video schon. Ich hoffe, dass euch meine Videos gefallen. Ich brauche wirklich die Unterstützung in Form von Likes, Abos und Kommentaren. Wie ich immer sage, schreibt eure Ideen für die nächsten Videos in den Kommentaren. Und auch wenn ihr irgendwelche Fragen zum Handel habt, habe ich meinen persönlichen Telegram-Kanal in der Beschreibung. Meldet euch dort und stellt eure Fragen. Ich werde diese sehr gern beantwortet. Los geht's! Heute werden wir mit einer Strategie handeln, die auf der technischen Analyse basiert. Wir werden den stochastischen Oszillator verwenden, um uns bei der technischen Analyse zu helfen. Dieser Indikator wird uns helfen, die überkauften und überverkauften Zonen zu bestimmen. Diese Informationen wiederum helfen uns, den Markt zu analysieren. So wie man sieht, habe ich bereits diesen Indikator angeschlossen. Alle Einstellungen sind standardmäßig belassen. Er besteht aus 2 horizontalen Linien mit der Markierung 80 und 20 sowie aus 2 gleitenden Durchschnitten, die sich in einem bestimmten Bereich vom oberen und vom unteren Niveau aus bewegen. Und das Signal zur Eröffnung eines Deals ist der Moment, in dem der gleitende Durchschnitt die horizontale Linie kreuzt, zum Beispiel von oben nach unten. Das bedeutet, dass sich der Preis in naher Zukunft nach unten bewegen wird. Wenn der gleitende Durchschnitt die horizontale Linie mit der Marke 20 von unten nach oben kreuzt, bedeutet dies, dass sich der Kurs in naher Zukunft nach oben bewegen wird. Und in einer solchen Situation können wir einen Aufwärtshandel eröffnen. Man kann auch sehen, dass sich der gleitende Durchschnitt in manchen Situationen von den horizontalen Linien wegbewegt. Das heißt, es gibt keinen Crossover. Wie man sieht, gibt es eine verschiedene Situationen auf dem Markt und alles hängt von der spezifischen Situation ab, sowie von den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Das heißt, dass wir bei Verwendung dieses Indikators in erster Linie die Handelssituation und Unterstützungs- und Widerstandsniveaus beachten müssen. Seht euch dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Ich denke, dass wir beim heutigen Handel auf verschiedene Situationen treffen werden und ihr werdet sehr können, wie ich mit Hilfe dieses Indikators arbeite. Vielleicht gefällt euch ja diese Art des Handels und ihr könnt mit diesem Indikator Geld verdienen. Fangen wir also an, betrachten den ersten Einstiegspunkt. In dieser Situation können wir sehen, dass sich die gleitenden Durchschnitte in der überverkauften Zone bewegen und zu diesem Zeitpunkt beginnen sie, die horizontale Linie von unten nach oben zu kreuzen. Gleichzeitig können wir auch sehen, dass es einen guten, sicheren Aufwärtstrend gab. Ab einem bestimmten Punkt gab es einen Pullback nach unten und jetzt hat sich der Kurs umgekehrt und beginnt wieder zu steigen. In einer solchen Situation schlage ich vor, einen 2-minütigen Aufwärtshandel zu eröffnen. Ich denke, dass sich der Kurs in nächster Zeit nach oben bewegen wird. Schließlich steigt das Gesamtpotenzial des Preises und ich hoffe, dass in dieser Situation 2 Minuten für uns völlig ausreichend sind, da wir uns Zeit gelassen haben, um eine mögliche horizontale Trendlinie zu berücksichtigen. Beobachten wir also den Markt und sehen wir, was hier in nächster Zeit passieren wird. Man sieht, hat sich der Preis tatsächlich umgekehrt und ist weiter gestiegen. Es ist uns gelungen, mit dieser Aufwärtsbewegung Geld zu verdienen. Der Indikator gab uns auch einen guten Einstiegspunkt. Von der überverkauften Zone aus gab es nämlich eine Reaktion. Diese Situation hat recht gut funktioniert. Nun, gar kein schlechter Start, machen wir weiter, also betrachten wir den nächsten Einstiegspunkt. Hier sehen wir, dass es einen Abwärtstrend gibt. Auch im Moment hat der Preis umgedreht und bewegt sich abwärts. In dieser Situation schlage ich vor, einen Abwärtshandel auch für 2 Minuten zu eröffnen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die gleitenden Durchschnitte die horizontale Linie mit der Marke 80 von oben nach unten kreuzen. Das bedeutet, dass es eine Reaktion aus der überkauften Zone gibt und der Preis sich nach unten bewegt. Hoffentlich können wir auch von dieser Abwärtsbewegung profitieren. Warten wir also die Ergebnisse ab. Das ist ziemlich gut. Wie ihr seht, hat sich der Kurs weiter nach unten bewegt und wir haben einen Gewinn gemacht. Auch in dieser Situation wurde der Vorteil des Abwärtstrends genutzt. Wir haben hier gerade einen Abwärtshandel im Abwärtstrend eröffnet. Außerdem bot der Indikator natürlich einen guten Einstiegspunkt. All diese Faktoren zusammen brachten uns ein gutes Ergebnis. Lasst uns vorfahren und ähnliche Situationen auf dem Markt finden. Also, Freunde, in dieser Situation können wir auch sehen, dass die gleitenden Durchschnitte haben die horizontale Linie von unten nach oben gekreuzt. Gibt es auch einige
Widerstandsebene an der Spitze, nur der Preis bewegt sich nach oben durch Impuls. In dieser Situation schlage ich vor, einen Aufwärtshandel auf 1 Minute zu eröffnen. In letzter Zeit hat sich der Kurs recht unversichtlich nach oben bewegt. Es ist wahrscheinlicher, dass das Niveau durchbrochen wird, denn der Kurs hat in letzter Zeit mehrmals dieses Niveau erreicht. Ich hoffe, dass in dieser Situation 1 Minute ausreichend wird. Gerade jetzt ist der Markt recht volatil. Der Preis bewegt sich impulsiv. Ich hoffe, dass wir trotz dieses Pullbacks nach unten weiterhin Geld mit der Aufwärtsbewegung verdienen können. Also warten wir das Ergebnis ab. Nun, das ist großartig. Der Kurs ist mit sicheren, impulsiven grünen Kerzen weiter gestiegen. Dieses Niveau wurde durchbrochen. Es ist uns gelungen, aus dieser Aufwärtsbewegung zu profitieren. Der Kurs hat wirklich großes Aufwärtspotenzial. Es läuft gut. Lasst uns weitermachen. Daher habe ich beschlossen, nach einiger Zeit den nächsten Handel mit demselben Währungspaar zu eröffnen. Wie wir sehen können, gab es nach der Aufwärtsbewegung ein Fading. Der Preis hat sich umgedreht und beginnt sich abwärts zu bewegen. Dabei können wir auch sehen, dass die gleitenden Durchschnitte die horizontale Linie mit der 80er-Marke von oben nach unten kreuzen. Das bedeutet, dass sich der Kurs weiter nach unten bewegen wird. Eröffnen wir hier einen einminütigen Abwärtshandel. Ich denke, dass diese Zeit in dieser Situation ausreichen wird und wir Zeit haben werden, an dieser Abwärtskorrektur zu arbeiten. Warten wir also auf das Ergebnis. Ziemlich gut. Der Preis hat sich weiter nach unten bewegt. Wir haben einen Gewinn gemacht. 1 Minute war gerade genug Zeit. Machen wir weiter und suchen wir den nächsten Einstiegspunkt. Hier sehen wir, dass es einen starken Aufwärtstrend gab. Ab einem bestimmten Punkt gab es auch eine Umkehr, der Preis sank und nach dem Pullback gab es eine Kehrtwende und der Preis bewegt sich nach oben. Gleichzeitig gibt es oben ein gewisses Widerstandslevel. Wir sehen auch, dass die gleitenden Durchschnitte die horizontale Linie mit der Marke 20 von unten nach oben kreuzen. In einer solchen Situation eröffnen wir hier einen Aufwärtshandel für 2 Minuten. Wahrscheinlich wird es eine Reaktion aus der überverkauften Zone geben und der Preis wird weiter steigen. In diesem Moment sehen wir, dass sich weiterhin grüne Kerzen bilden. Es ist auch gut möglich, dass die Widerstandsmarke durchbrochen wird. Warten wir also das Ergebnis ab. Naja, das war ganz gut, denn wie man sieht, hat sich der Preis weiter nach oben bewegt. Trotz der Tatsache, dass das Level nicht gebrochen wurde, haben wir es geschafft, mit der Aufwärtsbewegung zu verdienen. Auch der Indikator war richtig und hat einen guten Einstiegspunkt vorgeschlagen. Soweit läuft ganz gut. Machen wir weiter, suchen wir die nächste Marktsituation. Hier können wir auch sehen, dass es einen soliden Aufwärtstrend gab. Auch hier gab es eine Umkehr und jetzt nach dem Pullback hat der Preis gestoppt. Grüne Kerzen beginnen sich zu bilden. Auch an diesem Punkt sehen wir, dass die gleitenden Durchschnitte die horizontale Linie mit der Marke 20 von unten nach oben kreuzen. Das bedeutet, dass der Preis in naher Zukunft nach oben gehen wird und eine Reaktion aus der überverkauften Zone erfolgen wird. Gleichzeitig können wir auch sehen, dass das Gesamtpotenzial des Kurses nach oben geht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich der Kurs weiter in Richtung des Widerstandsniveaus bewegen wird. Ich hoffe, dass in dieser Situation diese Zeit für uns ausreichen wird. Warten wir also auf das Ergebnis. Nun, nicht schlecht. Der Kurs kehrte um und setzte seinen Aufwärtstrend fort und es gelang uns mit dieser Aufwärtsbewegung Geld zu verdienen. Der Preis hat ein ausgezeichnetes Aufwärtspotenzial. Auch der Indikator lag wieder richtig und bot einen guten Einstiegspunkt. Es ist uns gelungen, die weitere Kursbewegung vorherzusagen. Nun, lasst uns mit der nächsten Marktsituation fortfahren. Hier können wir sehen, dass es eine Abwärtsbewegung gab. Ab einem bestimmten Punkt gab es auch eine Umkehr und der Preis bewegte sich nach oben. Und danach gab es ein Fading, der Preis beginnt sich abwärts zu bewegen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die gleitenden Durchschnitte die horizontale Linie mit der Marke 80 oben nach unten kreuzen. Wir eröffnen hier einen Abwärtshandel. Dabei sehen wir auch, dass die großen Preishöchststände selbst niedriger werden. Ich denke, der Preis wird sich in naher Zukunft nach unten bewegen. 2 Minuten haben wir uns Zeit mit Vorsicht unter Berücksichtigung möglicher horizontalen Trendlinie genommen. Ich hoffe, dass diese Zeit wird ganz genug in dieser Situation sein. Mit Sicherheit wird es eine Reaktion aus der überkauften Zone geben und wir werden Zeit haben, um mit dieser Abwärtsbewegung zu gewinnen. Also, warten wir das Ergebnis ab. Na toll, der Kurs hat sich
gedreht und ist weiter gesunken. Und wir haben es trotzdem geschafft, mit euch bei dieser Abwärtsbewegung zu gewinnen. Der Indikator lag wieder richtig und gab uns einen guten Einstiegspunkt. Nun schauen wir uns den nächsten Einstiegspunkt an. Hier haben wir ein Unterstützungsniveau. Wir können auch sehen, dass der Kurs sich diesem Niveau selbstbewusst genähert hat und dass es einen Durchbruch gab. Der Preis bewegt sich seit langem abwärts. In dieser Situation schlage ich vor, ein einminütiges Aufwärtshandel zu eröffnen, denn gerade in diesem Moment können wir sehen, dass nach dem Durchbruch des Levels eine grüne Kerze zu bilden beginnt. Wir können auch sehen, dass die gleitenden Durchschnitte haben sich gedreht und nähern sich der horizontalen Linie mit der Marke 20 von unten nach oben. Und in naher Zukunft wird es wahrscheinlich ein Crossover. In dieser Situation werden wir versuchen, von der Aufwärtskorrektur zu profitieren. Da der Kurs wie in den meisten Fällen nach einer sicheren Annäherung an das Niveau sowie einem sicheren Durchbruch des Niveaus in die Korrekturzone eintritt, kommt es zu einem Pullback in die entgegengesetzte Richtung. In der Regel reicht in solchen Situationen eine Minute völlig aus. Ich hoffe, dass wir in dieser Situation auch profitieren. Warten wir also auf das Ergebnis. Nun, toll, der Preis traf wirklich die Korrekturzone, gab es einen Pullback nach oben und wir machten einen Gewinn. Inzwischen habe ich bereits $4.000 auf dem Konto. Ich schlage vor, einen letzten Handel für heute zu eröffnen. Jetzt werden wir für einige weitere Situationen auf dem Markt zu suchen und weitermachen. Hier haben wir ein Unterstützungsniveau und wir sehen, dass es einen Pullback nach diesem Niveau nach oben gibt. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die gleitenden Durchschnitte die horizontale Linie mit der Marke 20 von unten nach oben kreuzen. In solcher Situation schlage ich vor, einen Aufwärtshandel für eine Minute zu eröffnen. Ich denke, dass der Preis kurz nach dem Erreichen dieses Levels in die Korrekturzone eindringen wird und ein Pullback nach oben folgt. Ich hoffe, dass auch eine Minute ausreicht, um mit dieser Aufwärtsbewegung Geld zu verdienen. Lasst uns also auf das Ergebnis warten. Ganz gut, Freunde. Der Kurs hat sich wirklich weiter nach oben bewegt und wir haben einen Gewinn gemacht. In der Tat, aus der überverkauften Zone gab es eine Reaktion und eine Minute war völlig ausreichend für uns. In der Zwischenzeit habe ich bereits $6.000 auf dem Konto, also schlage ich vor, hier zu beenden, den Gewinn zu fixieren und den Markt zu verlassen. Alle Situationen auf dem Markt haben ganz gut funktioniert. Mit der richtigen Methode und einem bestimmten Wissen funktioniert diese Strategie perfekt. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, waren einige Marktsituationen einander ähnlich. Das bedeutet, dass sie von Zeit zu Zeit auf dem Markt auftreten und wenn man will, kann man sie immer finden und mit ihnen Geld verdienen. Versucht zu üben und zu lernen, sammelt so viele eigene Erfahrungen wie möglich. Gebt niemals auf und verfolgt immer euer Ziel. Dann werdet ihr bestimmt gute Ergebnisse erzielen. Danke fürs Anschauen. Vergesst nicht, dem Video Daumen nach oben zu geben, Kommentare zu schreiben und den Kanal zu abonnieren. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Handel. Macht's gut und bis bald. Tschüss!